Good morning. Ik heet hier mensen welkom in deze boodschap voor Pfingsten. Dat is de halfdag van jou. So, we hebben in China gesehen am Morgen, wat Gott uns schenken wird. Und Hij schenkt uns in wirklich gesehen am Morgen, wat we haben durch Gott seine Kraft. Sagt Gott in Vers 1. Korinther Kapitel 1, Vers 3 sagt, macht genug in Frieden von Gott, unseren Bruder, und der Herr Jesus Christus mit ihm sein. So, das ist ein schöner Vers, nicht? Das ist ein schöner Vers, wo Paulus Mutter sprechen wird, die sprach die Mutter, dass die genug in der Frieden von Gott macht mit ihm sein. Meine Botschaft von dir, was ist der Heilige Geist und was tut er? So da wollen wir uns von dir bekennen. Was ist der Heilige Geist und was tut er? Und was bewirkt er? Mein zweiter Thema wird sein, was ist der wahre Geist und was ist der falsche Geist? Und der dritte wird sein, lassen wir uns von unseren Sinnen raten, oder bleiben wir noch bloß spannend? So, die drei Themen wollen wir uns nicht mit bekennen. Jan hat nu een vers in Apostelgeschichte, die hat Sinne von der Botschaft von, wo Jesus in den Himmel fährt, in wertvolle Botschaft. Und hier auch wenn wir hier in Apostelgeschichte 1, Vers 4, Jan hat mir ein klein bisschen zu lesen, dass wir ein klein bisschen mitkommen, wo Jesus in den Himmel fährt. Und nu sagt wach in Jerusalem, was ihr den Heiligen Geist kriegt. In Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt, aus Heu mit am Tag wir befahl Heu an, nicht von Jerusalem wach zu wohnen, aber zu warten, was sie den kriegen würden, wo der Führer versprochen hat, wovon seht Heu, wie die mich haben reden wird. Sie sollen Jerusalem bleiben, was der Heilige Geist wurde eben gekommen sein. Dann sagt er, Wils Johannes deupt mit Buddha, die über Salen in Podio mit den Heiligen Geist gedeutet wurde. So kann man verstehen, zwei verschiedenste Deuten wurde sein. Die wurden gedeutet worden mit den Heiligen Geist und wir haben eine Buddha deut noch. So das sind zwei verschiedenste Deuten. Und die Frau ist von der, sie haben den Heiligen Geist auch, sie haben auch mit den Heiligen Geist gedeutet. Oder habe ich noch bloß eine Butter gedeutet. So, dort sind zwei verschiedene Deuten, mit Butter gedeutet oder mit den Heiligen Geist. Und als sie sich so top trafen, frugen sie an, Herr, wirst du Israel wieder den Königreich anstellen? Er sagte an, dort ist nicht verjüngt, der Zeit oder den Tag zu wollten, dort der Führer sich seine Macht bestimmt hat. Sag, das ist nicht verjüngt. Dort wollten Wort von da, der Führer sich bestimmt hat, dann sagte er, aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, da wollen die Kraft kriegen, und die wollen Mineszeugen sein, wo sagt er, in Jerusalem, in ganze Judäa, in Samaria, und über die ganze Welt. Sagt du schau hier, wenn der Heilige Geist über die kommt, dann kriegen wir Kraft, dann haben wir die Kraft, und sagt er, in Jerusalem, in ganze Judäa, in Samaria, und über die ganze Welt. Und als er das gesagt hat, sollen sie dort für Arm abgehoben werden in einem Waldmann in Bach, dort sie Arm nicht mehr sein können. Schau hier, Jesus war eine Herrschung, er war im Himmel genommen. Du wird gesagt, wenn ich nicht wach gehe, dann kriege ich den Heiligen Geist nicht. So, ich habe auch was Luther noch kommt, wenn er nicht wach wird, dann kriege ich den Geist nicht. Aber wenn er wach fühlt, schickt er den Tröster. Und das ist der Heilige Geist, dass wir den Tröster haben. Und vielleicht hier so in Apostelgeschichte 2, Vers 1, du werden das wieder tun, da sagt der Heilige Geist kommt Pfingsttag. So der Heilige Geist kommt Pfingsttag. Und so habe ich gut gelesen in den ersten Kapitel, wo Jesus in den Himmel fuhr
und wo seht, sie sollen in Jerusalem bleiben, was sie den Heiligen Geist wollen kriegen. Hier so, für im zweiten Kapitel, sagt der Heilige Geist kam am Pfingsttag, aus der Pfingsttag kam, werden sie alle ab eine Stadt taub. Und plötzlich jeden sie so aus ein Star, ein rügendes Geluid von Himmel, so dort der ganze höchste Herren wir, wo sie sollten. Und sie sahen mit einmal Tungen aus von 4 und sie sahen sich auf jeden einen von an. Sie waren alle mit dem Heiligen Geist gefüllt und fangen an in unsere Sprachen zu reden. Donau aus der Geist allmählich mög. Dann wohnen du in Jerusalem Juden, gottesfreie Männer von allen Ländern unter den Himmel. Und aus der Gelüt hierhin kam einen großen Teil verwilligt taub, weil sie hierhin die in jedem einen Sprach reden. Ganz verwundert frühen sie, sind nicht all diese, die du reden von Galiläa? Wo ist es dann, dort sei in jedem in seine Sprach hören? Was so weit unser Tagsfolge, weil wir übergehen zum Gebet. Und vor dem Himmel, wir danken dir für das Morgen, wir danken dir, Herr, weil du für den schönen, reglichen Morgen uns geschenkt hast. In kälteren Morgen, dass wir mir dir in die Hand haben, wir können nicht sein, dass du dort regieren lässt. Wir haben die Warme dir in die Hand und wir haben kältere dir in der. Wir danken dir dafür, Herr, was du für eine Allmacht Jesus warst, was du alles regieren wirst, alles regieren lässt. Und du gibst uns den Heiligen Geist. Wir danken dir, dass wir keinen Heiligen Geist haben. Wenn wir den Geist nicht haben, sind wir tot. Und wir danken dir, Jesus. Und wir beten auch, dass du musst mit uns sein, uns Kraft geben, dass wir können verstehen, was meint der Heilige Geist und was meint der Geist nicht. Herr, wir danken dir und beten und nie Namen. Amen. So, ich kriege hier so in Apostelgeschichte 2, aus der Pfingsttag kamen, werden sie alle eingestellt taub. Ich habe hier, was können wir in den ersten Kapitel hier sagen, was Jesus sagte. Sie sollen in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist wird kommen. Hier ist auch, aus der Pfingsttag kamen, werden sie alle taub. Gehorsam. Wachen. Haben sie gewacht darauf. So dann in der zweiten Verse sagt er, plötzlich hier sei so aus einem Sturm, ein rührendes Geluid vom Himmel, so dass ein ganzes Haus zu hören wird. Sie haben gewacht, sie haben gelüht ab dort. Von der wurden Eltern wurden wach geworden, auf einmal, und die Kinder wurden vielleicht mitwählen. Warum Beispiel nehmen wir dort? Die Kinder wurden mitwählen, und der Eltern wurden sagen, no, bleib bloß tüß, wir wollen ihn zusammenbringen. Wo die Kinder dann? Die Kinder wurden lügen, Mama und Dad waren rausgekommen. Die wollen mich zusammenbringen, ich bin noch nicht fort. Die wollen mich zusammenbringen. Diese Kinder auch, die lügen durch, was Jesus will den Heiligen Geist schenken. So dass wir müssen mithalten, über dort zu denken, wo die du gelügt haben und gewacht haben, was Jesus will kommen. Dann sagt er, ich habe den rüschenden Gelüg hier und auf einmal, und dort ist im ganzen Höchste hier. Sagen sie einmal Tungen aus von 4. Sagt er dann wieder nur lesen, wo das mein Tungen aus von 4. Du hast nicht real 4, wo die Bibel leider sagen nicht, aber dort lag aus Tungen von 4 und sah sich in jedem einen von an. Dort wäre Yes. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt und fangen an in unsere Sprachen zu reden. Du aus der Geist an dort mählich mög. Wenn du mit dem Heiligen Geist gefüllt wirst, wenn du den Heiligen Geist kriegst, dann fängst du in unsere Sprachen an zu reden. Wenn es wird, dort alle Leben, wo du gelebt hast, dort kommt du los, wie gut es sieht. In Epheser, Paulus sagt in Epheser 4, Vers 22, sagt er, sollt dort die von den alten Menschen loskommen. So, wenn wir den Heiligen Geist in uns dann kommen, dann geht der alte Mensch von uns weg. Dann haben wir was nicht gekriegt, was nicht gefangen. Hier ist auch, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt und fangen an, unsere Sprachen zu reden. So, wie den Jesus in uns haben, dann können wir dort korrekt verstehen, was in Epheser 4, Vers 22 sagt, sollt dort die von den alten Menschen loskommen, dort können sie leben mögen aus Jeden, und die sich durch seine unschwere Last in den Grund bracht. Die sollen durch
den Jes in Grund ab soll sein nie ein Mensch werden. So, den Jes, ich kann das Bade von den Jes, die sagen durch den Jes, von Grund ab, also ich da ganz von Grund ab, soll sein nie ein Mensch werden. Krijgt das hier in Apostelgeschichte sagt, du, sie werden alle mit den Heiligen Jes gefällt und fangen unter Sprachen zu reden. Du noch aus der Jes an und ehrlich mehr. Jemand hat sich Jesus gegeben und die fangen an zu reden. Menschen werden abgeregt. Menschen werden abgeregt in denken, was ist das für Verdreher, Übergeschüttener, und fangen auch an unter Sprachen zu reden. Ich weiß nicht, sie wurden alle haben in verschiedenen Sprachen gehört, du willst nicht wollen, aber sie haben alle in andere Sprachen geredet. Dann sagte dann wurden in Jerusalem Juden, Gottesvolksmänner von allen Ländern unter den Himmel. Und sie dort die Leute hierin, kam ein großen Teil verwilligt Taub. Ein großen Teil verwilligt Taub. Sie sind verwilligt Taub gekommen und haben sich gewundert. Und die Dinge passieren von der auch. Dann hat das erst passiert, aber die sagen dann, die Gläubigen haben zu viel Wein getrunken. Die Gläubigen sind betrunken. Wir haben den 12. Vers, in den 13. Vers lesen, was uns ein bisschen klarer mehr sagt. Verwundert und verwillert frühen sei einen den anderen. Was jaftet noch? Dann der andere aber haben ihr Spott darüber und sehen, die haben zu viel Wein getrunken. Seht ihr hier? Die haben zu viel Wein getrunken. Dann steht Petrus in der ab und fängt mit einer lüde Stimme und reden und sagt an: Männer in Judäa, in all die Orte in Jerusalem wohnen, das soll je weiten. Und horch, was ich euch sage. Die Männer sind nicht betrunken, als die denken. So, die Männer sind nicht betrunken, als die denken, als die dachten, die wir. Hier in Vers 6 sagt er, als die Leute hierin kam ein großen Teil verwilligt Taub, weil sie hierin in jedem eine Sprache reden da. So, wenn wir den Jesus in uns haben, dann fängt das anders an, dann reden wir anders, dann haben wir eine andere Sprache. Das haben in Heiligen Jesus, sie haben in verschiedenste Sprachen, jetzt haben sie in verschiedenste Sprachen geredet, ganz verwundert, früher sagen, sind das nicht alle die du reden von Galiläa? Wir können das anders nehmen, sind nicht ganz verwundert, früher sei, sind nicht alle die du reden, die Übergeschüttete? Ich habe ein Bild von der Wahrnehmung. Die, die reden, die anders reden, die reden auch um so viel anders. Sind das nicht alle, die Übergeschüttete sind? Wo ist das dann, die in jedem in seiner Sprache reden hier? So, wo ist das dann? Die in jeder in seiner Sprache reden hier. Wo sagt in der Apostelgeschichte 5, Vers 31, sagt, in uns sein Gebet hören, schade der Platz, wo sie zurückgekommen wären. Und sie werden alle voll von Heiligen Geist und predigen, Beruf Gott sein Wort. So, als sie Gebet haben, hat der Platz geschadet. Du hast das Wort von der Kraft du bist, von Gebet. So, und als sie Gebet haben, schadet der Platz, wo sie zurückgekommen wären, und sie werden alle voll von Heiligen Geist und predigen, Beruf Gott sein Wort. Die brauchen wir nicht mit lange gesagt. Die brauchen wir nicht so traurig. No. Wenn wir den Jesus schauen, wir sind nicht so traurig. Wir tun die Kraft, was Gott uns geben wird. So, was der Jesus noch in 1. Lukas, in Lukas Kapitel 2, Vers 24, du sagst, in Jerusalem wohnt ein Mann, der heute Simeon. So, das ist wie ein sehr wertvoll, was wir hier lesen kann von dessen Simeon. Der sagt, wie ein Mann, der in Jerusalem wohnt, der heißt Simon, der wird ein frommer Mann, der Gott fürchtet, und du nur dort Israel erhält kommen soll. Und der Heilige Geist wird mit an. Kann wahr sein? Der Heilige Geist wird mit Simon. Und der Geist dort zu Simon sagt, du wirst nicht sterben, für die dort wirst, dass Jesus Kind sein hat. Und du kannst sagen, wo der Geist mit an du wird. Wir von Heiligen Geist gesagt worden, dort nach euer sterben wird, den Herrn sein Christus sein wird.
Dann ging er von Jesus gedreven im Tempel nennen, und als die Eltern dort Jesus Kind nur nennen brauchten, so als am geschrieben wird, nahm er das Kind auf seine Arme, lud Gott und sagte, Herr, du hast ihn Versprechen geholt. Nu lud ihn deiner in Fried sterben. Schau hier, er nimmt das Kind auf seine Arme, und dann sagt er, nu lud ihn deiner in Fried sterben. Nu haben wir Juden die Herrn zu sein. So, die Simon sagt, nu haben wir Juden den Herrn zu sein, den du für alle Menschen heimgegeben hast. Ein Licht der Völker, die Wahrheit zu bringen. Und eine Herrlichkeit für das Volk Israel. Hier so mir viel sehr interessanter Gedanken, oder ich habe, und ich dachte, ich will mir einen Katechismus mitnehmen. Das Katechismus hat nach Tüß wird gebraucht, es sagt, gemeint war, hat den gebraucht, und ich hatte kaum gewusst, was in Katechismus alles geschrieben wird. Es sei ja wertvoll, gerade mir habe ich Gedanken, ob es den 31. und 32. Vers lesen soll, in Lukas. Der sagt, du hast, den du für alle Menschen heimgegeben hast, ein Licht für die Völker, die Wahrheit zu bringen. So, der sagt, dort du für alle Menschen, dort sind nicht bloß Wassermenschen, dort sind nicht bloß ein paar Menschen, für wen wird Jesus gestorben ist, für wen Jesus in die Welt ankommt, dort sind nicht bloß für einzelne Menschen, dort sagt für alle Menschen. Dort Licht der Völker, die Wahrheit zu wiesen. Die Völker, dort ist nicht bloß ein Volk, die Völker, die Wahrheit zu wiesen. Und ich habe mir ein paar Verse hier so in Katechismus zu lesen. Ob der vorderlichste sieht, wer den Reuhaft kann mitlesen, weil dann dort Gott, dass alle Menschen sollen selig werden, will Gott, dass alle Menschen sollen selig werden, sagt er, ja, Gott will, dort alle Menschen geholfen werden, zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, Gott will haben, dort alle Menschen sollen nur Erkenntnis in der Wahrheit kommen. Dann sagt er, sind denn alle Menschen erlöst? Ja, Christus hat sich selbst gegeben für die Erlösung. So sind alle Menschen erlöst, dann sagt er, ja, Christus hat sich gegeben für die Menschen zur Erlösung. Und dann sagt er, nehmen alle Menschen die Erlösung an? Dann sagt er, nein, die sind nicht alle das Evangelium gehorsam. So, nehmen alle Menschen die Erlösung an. Was sagt das? Nein, die sind nicht alle das Evangelium gehorsam. So, dort da mir hier so klar auf, hier so, in den 31. Vers sagt, den du für alle Menschen heimgegeben hast. Dort Licht der Völker die Wahrheit zu bringen, in eine Herrlichkeit für das Volk Israel. So nach Apport sagt er noch eine Herrlichkeit für das Volk Israel. So wie deutet hier bloß auf, dann sagt er, nehm alle Menschen die Erlösung an. Was sagt er du? Was habe ich gelehrt? Nee, die sind nicht alle das Evangelium gehorsam. Die sind nicht alle das Gottes gehorsam, was er soll. So mir wird es sehr wertvoll, wo ich kann lernen über Christen, den was wir gelehrt haben, erst einmal tust ab. Und wir sind von der noch Menschen, die proben sich die Jesus zu kaufen. Da wo wir Luther noch haben. Es ist mir wertvoll, was Luther noch was kommt, die proben sich Jesus zu kaufen, und dort von der und da haben wir so, die proben all Gute zu tun, sich den anzuschauen. In Apostelgeschichte 10, Vers 45, als Petrus diese wir noch redet, fällt der Herr Jesus über all die dort gut horchten. So hier so auch Petrus bei Cornelius, in Petrus predigt in den Nichtjuden, in Cornelius den Hus. Hier ist wo Petrus in Cornelius den Hus erst in der Predigt dort gut, und dann sagt er, in der Jüdkiste, der mit Petrus taub gekommen wird, wundern sich dort der Heilige Geist auch über die Nichtjuden ausgeboten wird. Will sie hier dort die andere sprechen, reden und Gott loben, dann sagt Petrus. So hier ist es, der Nichtjuden haftet angeordnet, der Heilige Geist über die Nichtjuden ausgeboten wird. Und dann sagt er, die haben gehört, die haben in andere Sprachen Gott gelobt.
Und ich denke, wir so, wo wollen Gott geluft haben? Ich stehe den Helden Jesus. Weil ich bloß drei von den Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, und proben dort mit den Worten zu tun. Wir können Jesus nicht sagen. Wir sagen gute Worte haben, aber woran proben die mit alles Gute zu tun? Wir wollen es zweimal haben kriegen da. Dann sagt er, können irgendwer das Wort verbeiden, dass diese nicht sollen gedeutet werden, die den Heiligen Geist Jerusalem gekriegt haben aus wie. So wer, sagt er, soll wer das Wort kriegen? Sagt der Heilige Geist kann auch über den nicht üben. In der Apostelgeschichte 19, du hast irgendwo Taschen zu lesen, ich habe alle mit Taub, in Apostelgeschichte 19, Vers 1 sagt, aus Apollos nu Korinth, wie wir reist Paulus durch die Höchländer in Kämen Ephesus. Du traf hij wat gingen. Du hast heute Wort gesagt. Hij kam nach Ephesus und dann sagt er, dann traf hij wat gingen. Dann frug an, krieg ihr den Heiligen Geist, aus ihr zum Glauben kann? So fragt ihr, krieg ihr den Geist, aus ihr zum Glauben kann? Dann sagt sie, nee, wir haben noch niemals gehört, dass du ein Heiliger Geist hast. Sie haben noch nicht gehört, dass du ein Heiliger Geist hast. Und das wunderbar von der und da, du sind Menschen, die haben noch nicht von dem Geist gehört. Die wollten nicht, wo der Geist ist. Das ist so traurig. Das wird so dies da geholt. Und das wird nicht was fähiggebracht. Das klar fähiggebracht. Was sagt der Heilige Geist? Was ist der Geist? Wenn wir den Geist haben, haben wir Leben. In Epheser 2, Vers 1 sagt, wir sind geistlich tot. Was meint das? Geistlich tot, was die den Geist nicht haben. Wenn wir den Geist nicht haben, sind wir geistlich tot. Dann hier sagt er, sie haben noch niemand von den Heiligen Geist gehört. Dann seht heute an, worauf war die gedeutet? Sie sehen, ob Johannes den tot. Was der von dir? Fragst du, was war die gedeutet? Ob gar nicht gemeint, ob das gemeint war, das gedeutet. Und ob was immer die blieben, ob der gemeint, dass die gedeutet und ob was immer die blieben, no. Wir waren überhaupt nicht auf den gedeutet. Ob Jesus Christus. Weil wir mal den Vers lesen aus Matthäus 48, Vers 19 sagt, dann gut nu in der Prager von der Welt und merkt am Lehrlinge und deut an in den Numen von den Bruder, von den Sehen und von den Heiligen Geist. Dort sagt, was wir gedeutet worden. Von den Numen, von den Bruder, von den Sehen und von den Heiligen Geist. Wir waren nicht auf erst eine Gemeinde abgedeutet. Und das ist so wunderbar, wenn einer von dem mit Menschen reden wird, der ist einmal auf der Gemeinde abgedeutet und der wird einmal geblieben. Das wurde nicht gedeutet. Das ist so wunderbar, weil Menschen, die noch so blind sind, dass die noch einmal nicht sagen können, ob Wort war wie gedeutet. Dort ist der gute Dope und der geistliche Dope ist der andere. Das ist ein geistlicher Dope. Sagt, kriege den Heiligen Geist aus die gedeutet worden. Sagt, sie sehen, worauf war die gedeutet? Sie sehen, ob Johannes den Dope. Paulus sagt, Johannes den Dope wird ein Deupen darauf, dort sie umkehren sollen. So ein Deuten bedient, umkehren, von der Sinnwacht zu drehen, dort wird ein Deuten bedient. Und wir wollen umdrehen, den Heiligen Geist wollen gedeutet worden. Das ist gleich, wo wir sagen, von unserem Sinn wachdrehen, dann sollen wir uns mit den Heiligen Geist deuten. In Dope, wo in Dope ist, das ist nicht dort der Heilige Geist ist. So, in verschiedenes Dope mit dem Heiligen Geist, sagt ihr hier verstanden kann. Paulus sagt, Johannes den Dope wir dort deuten darauf, dort sie umkehren sollen. Du meinst sehr heute zu den Menschen, dort sie an den glauben sollen, um wem? Der nun ankommen wird, und dort ist der Christus Jesus. Der kommen wird, der ist all, dann sagt er, dort ist Christus Jesus. Wir haben im 4. Vers heimlesen. Paulus sagt, Johannes den Dope wir dort deuten darauf, dort sie umkehren sollen, du meinst sehr heute Menschen, dort sie an den glauben sollen, der nun ankommen wird. Dann sagt er, dort ist Christus Jesus. Also, dass die Hirten Leute sich in den Herrn Jesus in Namen
Kijk hier. Eerst gewoon zich op Johannes duiken, op Johannes zien doop, is dat die hier gaan wat Paulus te zijn heeft. Du weißt, das ist wichtig. Dort Wut zurückbringen. Dort Wut verbringen. Dass er verstehen kann. Und seine neuen Leute sich in den Herrn Jesus umdeupen. Als Paulus an der Hand ablehnt, kann der Heilige Geist aber an in seine Reden, in Tungen, in Prophezei. Und dann sagt er, wie 12 Mann. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13 sagt, die sind alle durch einen Geist in einen Körper hineingedeutet, auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Freier, und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. So, das hat sich Glück, sagt er, wir sind alle durch einen selben Geist, ich habe hineingedeutet, sagt er, in Jesus Christus nennt, dann sagt er, auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Freier, wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Den einen selben Geist. 1. Johannes 2, Vers 20 sagt, aber Jün hat Christus den Heiligen Geist gegeben. Hier sagt, aber Jün hat Christus hat Jün den Heiligen Geist gegeben. In die weitende Wahrheit. So, die weitende Wahrheit. Wer weit, wo die Wahrheit ist, und das nicht tun, als Sinn. So, sie sagt, Jün hat Christus den Heiligen Geist gegeben in die weitende Wahrheit. Ich habe nicht du wie geschrieben, als wenn die Wahrheit nicht weiten. Die weiten die Wahrheit und dort von der Wahrheit kein falsche Lehre kommen kann. Hier, du keine falsche Lehre von der Wahrheit kommen kann. Zweitens ist, wo ich erst von reden will, was ist die Wahrheit ist und was ist die falsche ist. Dort können wir lesen in 1. Johannes 4. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1, so sagt der Wahre und der Falsche yes. Und dann sagt der erste Vers, Leute Freund, glaub nicht jedem yes, aber prüft der yes da ut, ob der von Gott sind. Du sind viele falsche Propheten in dieser Welt. Du sind viele falsche Propheten in dieser Welt, sagt er. Der glaubt nicht jedem yes, sagt, glaub nicht jedem yes. Und dann Vers 2 sagt er, du sind dort ist, woran die weiten kann, auf der Jes von Gott ist, dann sagt er, jeder Jes, der du bekannt, dort Jesus Christus als Mensch in Fleisch und Blut in diese Welt gekommen ist von Gott. Jeder Mensch wird bekannt, dort Jesus in Fleisch und Blut gekommen ist. Und dann sagt er, dort ist, woran die weiten kann, auf der Jes von Gott ist. Und dann sagt er, jeder Jes, der du bekannt, dort Jesus Christus Mensch im Fleisch und Blut in diese Welt gekommen ist von Gott. Aber niemand jemand besprechen, glaubst du an Jesus? Was war das sein? Ja. Glaubst du an Gott? Ja. Wem wird das dann so sehr schwer, man ganz politische Menschen, das Namen Jesus über unsere Lappen zu bringen? Das ist so schwer, den Namen Jesus zu sein. Wenn sie wollen reden, wollen seine Buchstaben. Jana, da hat ein anderer Unhund. Was los wie uns in 1. Johannes? So in 1. Johannes lesen wir uns, aber Jün hat der Christus den Heiligen Geist gegeben, die weitende Wahrheit. So wie weitende Wahrheit. Das ist schwer, den Namen Jesus über unsere Lappen zu bringen. So schwer, dort rüberzubringen. Und dann sagt er, dort wird der zweite Vers sagt, dort Jesus Christus Mensch in Fleisch und Blut in diese Welt gekommen ist, der ist von Gott. Der Jesus wird dort bekannt ist von Gott. Der Jesus wird nicht bekannt konnte den Namen Jesus nicht überbringen, wenn es war nicht, der haft den Jesus nicht. Der haft den Jesus nicht. Dort ist der Jesus von der Welt. Du weißt, das ist so schwer. Ich habe dort jetzt ganz klar eindeutig. Wann ist der Jesus von der Wahrheit und wann ist der Jesus von der Welt? Dort hat sich in Einteilung ganz klar. Dann sagt er, in jeder Jesus, der du nicht bekannt, dort Jesus im Fleisch gekommen ist nicht von Gott. Dort ist der Jesus, der jeden Christus ist, von denen die gehört haben.
dat du kommen wird in Null in der Welt ist. Dort ist der jeden Christ, was jeden Christus ist. Dann sagt er, Leute kennen, die sind von Gott und haben der all besiegt. Der Jesus, der in Jünd ist, als gerade aus der in der Welt ist. Der Jesus, der in Jünd ist, als gerade aus der in der Welt ist. In Johannes 8, Vers 47. Der sagt, wer von Gott ist, hat auch Gott seine Wehe. Aber die hören den nicht, weil sie nicht von Gott sind. So, das ist hier ganz klar, nicht? Wer von Gott ist, hat auch Gott seine Wehe. Und wer nicht von Gott ist, sagt, aber die hören den nicht, weil sie nicht von Gott sind. In Johannes 15, Vers 19 sagt, wenn die nicht noch von der Welt wären, würde die Welt dort Gott sein. Nur sind die aber nicht von der Welt, weil sie Kind zurückgewählt haben. Deswegen kann die Welt Gott nicht lieben. Deswegen kann die Welt Gott nicht lieben. So, wir trinken in Johannes nennen. Du in Vers 5 sagst, die wird von der Welt sein, reden von der Welt. So, lassen wir jetzt in Johannes. Die wird von der Welt sein, reden von der Welt. Die reden von der Welt und dort ist, wo an der Welt anhört. Dort ist, wie Wort der Welt anhört. Wir sind von Gott und wenn wir Gott kennen, hört nur uns. Wenn wir Gott kennen, wenn wir Gott, wir sind von Gott und wer Gott kennt, hört nur uns. Und wer Gott nicht kennt, will von uns nicht hören. Deswegen können wir warten auf der Jesus von der Wahrheitsstimme oder von der falschen ist. Der Jesus von der Welt und der Jesus von der Wahrheit. So, das habe ich ganz klar, da sich das hier ein. In Apostelgeschichte 8, Vers 18, hier will einer sich überzeugen. Und ich stamme Pferd, von der sind viele Menschen in der Welt, die probieren sich Jesus nach einmal zu verdammen. Die probieren sich nach einmal Geld zu geben, um sich Jesus zu kennen. Hier wird ein Jünger, der will Petrus durch Geld arbeiten, und der Apostel Geld arbeiten, dass sie wollen auch die Kraft kriegen. Dass sie wollen kein anderer Hänger bleiben, zu den Herrn Jesus kriegen. Das Simon sagt, ja, ich weiß nicht, was Simon, das sagt sie nun Simon. Und Simon nun sagt, dass der Herr Jesus, dass an den Herrn Jesus gegeben wird, wenn der Apostel an den Hänger abgelegt, baut er am Geld um. Ich habe hier, der baut am Geld um. So viele Menschen, die in der Welt sind, die haben eine große Angst. Und die rennen mit Geld. Und wollen hier Geld tun, wollen du mit dir geben, und wollen dort mit dir geben. Und dann wird er verhütet. Horch, was das Ding hier hat. Der baut um Geld und er will auch sich die Kraft hier sind. In den 20. Vers, ich habe das lesen, ich werde den 19. Ich lesen, und sehe, gebt mir die Kraft, dort wenn ich wem der Hänger bleibt, dort der auch den Herrn Jesus hin. Petrus aber sagt zu ihm, musst du mit dem Geld taub verdammt werden, willst du doch, dort Gott seine Buch können mit Geld gekauft werden. Hier, wo das Mann hier, weil Petrus Geld geben, dem er kann auch die Kraft haben, weil er wem der Hänger bleibt, dass er wird den Herrn Jesus hier. Mit Geld betonen. Menschen, die betonen, die wollen sich Jesus kaufen. Du wen steht Jesus und klappert unter dir. Und die wollen haben, du sollst dir auch mehr. Du hast keine, wir haben vielleicht mal alle dort Bild gesehen, wo Jesus steht und klappert unter dir. Und du hast keine Klinke, Jesus kann dir auch mehr. Du musst deine Horten dir auch mehr und Jesus anladen, der soll in deinen Horten ankommen. Du wirst den Herrlichen Jesus haben. Und ich bete dafür, dass der Jesus von dir mag in die ankommen, weil der Jesus von der Wahrheit noch nicht in die Band ist. So haben wir jetzt gelesen in Johannes, wo das von der Wahrheit Jesus ist und der falsche Jesus ist. Und du betest dafür, dass der Jesus mag in die ankommen, dass du nicht brauchst mit Geld rumgehen und betonen in sein Jesus kostet. Hier so ein 29. Fall sagt, du hast diese sagt kein Port nach Unterwelt, willst dort Hort steht nicht reich mit Gott. Sagt, willst den Hort steht nicht reich mit Gott.
kein Arm von diesen Ladien sind. Kein Arm dann sagt er, von diesen Ladien sind. Und bet zum Herrn, womöglich wird er die dort vergeben, dort du so eine Gedanken in Hort hast. Wils ich sagen, dort du voll Badenes bist und dort dein Hort und der Sinn gebunden ist. Ich sage heute ist ganz klar, weil es kann nicht sein, du bist voll Badenes und dein Hort ist in Sinn gebunden. Deswegen wird viele Menschen haben eine große Badenes in ihr Hort und drehen dort mit, die gehen all ganz kram und proben mit mehr Dingen, dort sollen ewig kriegen und kann das aber können haben stehen. Kann das können trag kriegen. Du fair, sagt er, willst ich sei dort du in voll Badenes bist, in den Hort in Sinn gebunden bist. Voll Badenes. Viele Menschen gehen in einen großen Badenesraum. Die haben sagen, wo ich tun, und die 300 Meter, die wollen nicht, wo sie handballen mit 300 Meter, und handelt am Regen, die gehen ganz kram und die kommen nicht los von dort. Die haben mir Geld gegeben. Jesus wird auch sagen, musst du verdammt werden. Wenn du bloß dort bereits ein Hort hast, dann hast du kein Anteil an. Dann sagt der Vers, dann sagt Simon, bet dort du den Herrn für mich. So hier kann wir hier geht es um das Kleugemerk, wird von den Gedanken, wird von den falschen Gedanken, die du in Hort hast. Dann sagt er, bet dort für den Herrn, du von dort du. Dann sagt Simon, bet du für den Herrn für mich, dort du von nichts über mich kommen mag, was du gesagt hast. So, hier haben wir Simon, der sagt uns, bet für den Herrn, dass du nichts mag von solchen Dingen über ankommen. In Römer 8, Vers 24, der sagt, eine Hoffnung wird wie Gerät. So, okay, eine Hoffnung wird wie Gerät. Aber eine Hoffnung, die einer sein kann, ist keine Hoffnung. Hier, eine Hoffnung, Geld zu geben, das ist keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Eine Hoffnung wird wie Gerät. Aber eine Hoffnung, die zu sein ist, Simon will Geld geben, ist keine Hoffnung. Das hat nichts. Woran soll einer ab Wort Hoffnung dort einer sieht? Was soll einer ab dort Hoffnung, was einer sieht? Simon will Geld geben. Er will Geld geben, dass er würde kriegen. Dort ist keine Hoffnung. Aber wenn wir ab Wort Hoffnung dort wie nicht sein, dann lügen wir geduldig tun. Und dort ist die Gebetsgemeinschaft. Dann sagen wir in Gebet und wir beten Gott. Und wir beten Gott und Gott, was du mir den Heiligen Geist schenkst, was du mir voll mit dem Heiligen Geist, und ich will eine andere Gedanken in mein Hort haben, und ich will eine andere Sinn in mein Hort haben. Dann ist es in der andere Gefühle nicht ab Geld betrug. So, das wird dort gut sein wird. In Vers 18 finde ich sagen, in Gott so hat der Jesus uns in unsere Schwachheit, weil wir heute nicht einmal, wo wir so reich beten sollen, aber der Jesus betet für uns mit so einer Gefühle, die wir nicht wie dafür haben. So der Jesus, der betet mit so einer Gefühle, die wir nicht wie dafür haben. Und heute, der unsere Horten mir sieht, wo der Jesus in sein hat. Weil der Jesus betet für die Heilige Dune aus Gott dort gefällt. Der Jesus betet nur, wo den Herrn dort gefällt. In Johannes 14, Vers 15 sagt, wer mir Gott ist, wird mir nicht geboten haben. Wer an Gott ist, wird an seine geboten haben. Und ich war mein Bruder, Frau, und da wird Jün einen anderen Tröster geben, der ewig bleiben wird. Einen anderen Tröster, der ewig bleiben wird. Dann sagt der Jesus, der Wahrheit ist, der die Welt nicht kriegen kann. Die Welt, die kriegt diesen Jesus nicht. Und dort erstmal dann, wenn du von der
Hoffnung, was wir jetzt gelesen haben, in Römer 8. Wenn wir von der Hoffnung loskommen, was wir sein, wenn wir uns auf der Hoffnung nach, was wir nicht sein. Und an Jesus glauben. Er sagt, der Jesus, der geboren ist, der die Welt nicht kriegen kann, der du nicht sieht und auch nicht kann. Aber die können den, weil der wohnt in Jünd und Wort mit Jünd sein. Wenn wir den Jesus schon uns haben, der Jesus sagt, was wir sollen tun, der Jesus lädt uns, der Jesus gibt uns die Freude in uns Leben beändert, dort ist der Jesus von der Wahrheit. Und wenn wir bloß proben mit Dingen zu kaufen, wie kommen wir nach haben. In der Johannes 16, Vers 1 sagt, ich habe euch dort alle gesagt, dort die nicht von Glauben hören sollen. Sie waren in der Judenschulen Präsident worden, in dem war die Zeit kommen, dort sie meinen, sie deinen Gott deinen, wenn sie getötet mehr. Und dann waren sie donen, weil sie nicht wollten. Das waren sie donen, weil sie nicht meinen Bruder kennen und nicht mich. Aber ich habe ihnen das gesagt, dort wann der Zeit kam, dort jeder nur an denken. So, ich habe hier gesagt, die waren in den Juden schon, waren sie Präsident, sie waren am Tod mehr. Wenn es Wort sagt, Jesus dort durch die Gänge, das hat ihnen durch gesagt, dort wann die Dinge waren passiert, dann sollen sie am denken. Hier sagt ich, am Anfang seht ich ihn dort noch nicht, weil es danach beginnt wird. Nu aber go ich treu nur den, der mich geschickt hat, und keiner von ihnen fragt, wie wo ich kann go. Weil ich ihnen dort gesagt habe, ist ihnen hart traurig geworden. Und dann sagt er, ob für ihn ist das gut, wenn er wach wird. Aber ich sage ihnen die Wahrheit, für ihn ist das gut, wenn ich wach go, weil wenn ich nicht wach go, kommt der Tröster nicht mit ihnen. Wenn ich aber go, wo ich den schatten. Und dann der nächste sagt, er wird uns die Uhr noch mehr, was Wahrheit ist. Und wenn er kommen wird, wird er die Welt die Uhr noch mehr. So wird es in der Welt. Die Welt sind da, wo Jesus Christus noch nicht angenommen hat. Da ist in der Welt. Da wird viel uns der Weltmensch, der merkt das. Dort wie ein Weltmensch. No. Da sind viele Mexikaner, die haben auch in wahren Glauben auf Jesus Christus. Auch viele Leute sind dankbar dafür, wie dort Leben mit Jesus angefangen. Hier so sagt er, und wenn er kommen wird, wird er die Welt die Juden merken, wo es Sinn ist, und er wird hierarchisch ist, und er wird hierarchisch ist. Aber wo es Sinn ist, dort sie nicht um mich glauben. Seht ihr? Dort ist Sinn, wenn wir Jesus und Jesus nicht glauben. Wenn wir wollten Gott zu tun, wir tun nicht, das ist Sinn. Aber was gerechtig ist, hat es, den Bruder gut und der mich nicht mehr sein worden. Dann sagt er auf der Vers, was gerecht ist, dort der über die Welt gewollt eben dort gerecht worden ist. Was tun die? Jesus? Die proben den, was proben sie an? Verpatchen an. Und wenn wir Jesus sein Leben bekennen, dann, wo ist Jesus sein Leben so wertvoll interessant? Er kam in der Welt nehmen, war geboren als Mensch. In Philippa 2, Vers 7 zu lesen. Er war als Mensch und kam dadurch und predigt das Wort Gottes. Und dann war gekreuzigt und er stund ab von Tod. So, Ostern haben wir die Botschaft von, wo Jesus von Tod abstund. In Himmelfahrt, dann haben wir die Botschaft von, wo Jesus in den Himmel fuhr. Und von der haben wir die Botschaft von den Heiligen Jesus. Wo wertvoll ist das Leben der Länglichkeiten, wo Jesus gereist hat. Und sagte er, was gerecht ist, dort der über der Welt gewollt eben, der gerecht worden ist. Jesus ist gerecht worden. Die Menschen haben gewollt eben über ihn. Ich habe noch viel zu sagen, aber die können doch nicht vertrauen. Aber wenn die erste Worte ist,
kommen wird, der wird die Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden. Der Jesus wird von uns haben, wir reden nicht von uns selbst, wir reden von Jesus. Er wird nicht von sich selbst reden, sagt er. Er wird bloß dort reden, wo er gehört hat und wird sein, was noch kommen soll. So dort haben wir hier, der Jesus, wo der Wahrheit ist, der redet nicht von sich selbst. Wenn wir dort für uns selbst tun, für uns selbst sein, wo Hand stellen, wo wir das Himmel hinkriegen. Dort wird jetzt der Jesus, wenn wir den Jesus in uns haben. Er wird mich verherrlichen, er wird von mir nehmen und dort sein, wo nach kommt. Alles, was der Vater hat, ist auch mit. Hier, Jesus sagt, alles, was der Vater hat, ist auch mit. Du wirst sehen, er wird dort von mir nehmen und dort sein. Alles, was der Vater hat, ist auch mit. Und letztens ist es, geht an und laut die Sinnen wahrnehmen. So, was meint das? Dass wir umkehren und uns laut die Sinnen wahrnehmen. Hier in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 37, sagt, als sie das nu hier ging an dort zu horten und sie sehen zu Petrus und der andere Apostel, je Männer und liebe Brüder, was soll wir tun? Sie haben noch gut gehört, was Petrus predigt hat. Und dann sagt er, je Männer und liebe Brüder, was soll wir tun? Petrus sagt, geht an und laut in Jesus Christus die Namen deuten. Die kann den Heiligen Geist kriegen. Sagt, dort gibt der Sinn für je Wort und dort Gott mit den Heiligen Geist schenkt. Dort kann der Sinn für je Wort und Gott kann den Heiligen Geist schenken. Dann Vers 39 sagt, dort ist, was Gott in Kenia versprochen hat. Dort ist, was Gott gönnt in Kenia. Nicht bloß Wort, ich habe ihr schon gelesen, Völker, sagt Völker. Der Christus für die Völker hat gegeben ist. Für alle Menschen. Dann sagt er, in Kenia versprochen hat, und all die, die weit auf sind, der Gott nun unseren Herrn und sich erlauben wird. Wenn wir Gott wollen unterhalten, dort sind dann, wo wir sind. Dort sind dann, wo wir in Belize sind. Dort sind dann, wo wir in Bolivia sind. Dort sind dann, wo wir in Mexiko sind. Wo immer wir sind. Wir wollen den Herrn Jesus Christus unterhalten. Und sind dann, wo wir in Ontario und Alberta, wo immer wir wohnen, wenn wir den Herrn Jesus wollen unterhalten, und wir wollen den anladen, der Jesus wird in Jünd hinankommen, und wir wollen für wieder dort leben, mit für Jesus leben. Dort sind dann, wo die Leben ist. Het is een dood en wat van het hart was, den Herrn Jesus steun. Petrus sagt, Petrus redet noch, der viele andere wir in der Mund an Ludwig von der verdreiten Generation Rüd raten. So, der sagt noch, der viele andere Gleichnissen, die sollen sich von der verdreiten Generation Rüd raten. Was sagt Apostelgeschichte 12, Vers 12? Du hast in 6 Tönen der Radung, wo wir kein Rat wollen, an unseren Herrn Jesus Christus. In 6 Tönen. Dort ist nicht der Ehren in Allison. Dort ist nicht irgendein in Gemeindeleiter. No. Dort ist der Jesus Christus, wo wir kein Rat wollen. Vers 12 sagt, und du hast in 6 Tönen der Radung, willst uns Menschen erst mir den Himmel 6 Töne Numen gegeben, der wen wir kennen soll ich wollen. Der Jesus Christus. Das ist der kleine Älteste, ist wo, dort wir kann geraten werden. Der kann you die Hand wiesen. Der Prediger kann you die Hand wiesen, nur Worte mit Gottes. Der kann you die Hand wiesen. Aber das ist nicht, der uns kann raten. Jesus kommt. Wir noch einmal in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 22 ein paar Verse lesen. Wer du sagst, dass Jesus nicht Christus ist, hast du nicht ein Lehner? Der sagt, dass Jesus nicht der Christus ist, und sagt, hast du nicht ein Lehner? Wer den Bruder und den Sehen nicht unerkannt, ist dort nicht der Gegenchrist? Ist dort nicht der Gegenchrist? Wer den Sehen nicht unerkannt, hat auch den Bruder nicht. Wer sich aber zu Jesus den Sehen von Gott bekehrt, der hat auch den Bruder. Wo wird voll ist es? Wer den Sehen nicht unerkannt,
wenn die ihn sehen, kannst nicht über deine Land bringen, du kannst nicht nur mit Jesus sein, du kannst nicht nur Gott sein, die Buchstaben sein, weil wir mal Gott loben, weil wir mal Gottesparty sind, weil wir nicht so einen großen, so großen Menschenparty haben. Weil wir wirklich mal Gott parken, weil wir mal Gott loben. Das heißt, wer den Sinn nicht unerkannt hat, auch nicht den Bruder nicht. Wer sich aber zu Jesus den Sinn von Gott bekehrt, der hat den Bruder. Wer sich den Sinn bekehrt. In 1. Johannes 4, Vers 9 sagt, wenn wir auch glauben, was Menschen sein, können wir noch sicher glauben, was Gott gesagt hat. Sein Zeugnis ist noch gerade und Gott sieht, dort Jesus Christus den Sinn ist. Ich habe hier, wenn wir auch glauben, was Menschen sein, so viel sicher können wir uns noch glauben, was Gott gesagt hat. Sein Zeugnis ist noch gerade. Und Gott sieht, dort Jesus Christus sein Sinn ist. Wer Gott sein Sinn glaubt, wollt wie sich in Hort oder so ist. Wer Gott nicht glaubt, nannt Gott mit ein Lehner, weil es heute glaubt nicht, was Gott von seinem Sinn gesagt hat. Gott hat gesagt, dort heute uns euer Leben gegeben hat. Und dort Leben ist in seinem Sinn. Wer Gott seinen Sinn hat, hat Leben, und wer den Sinn nicht hat, hat nicht Leben. So, das ist ganz klar eindeutig. Und ich wünsche dir, lese die Schriftstellen und nehme die zu Horten, was der meint, was seine Termin. In den 13. Vers sagt, das schrieb ich Günd, wer immer an Jesus glaubt, gerade in wo du bist, und was von der Hinsicht du bist. Das schrieb ich Günd, durch um Gott seinen Sinn glauben. Das ist nicht das Wort, dort ist nicht George sein Wort, das Wort Gottes, wo das sein wird. Das schrieb ich, dass ihr um Gott seinen Sinn glauben. Dort ihr wollten, dort ihr euer Leben haben. Dort ist so wie es vor, dort wird wollten kost, dort ihr euer Leben hast. So, aber wenn die glauben, dass wo Menschen sein, so viel sicher kannst du glauben, was Gott gesagt hat. Und wir haben auch dort gut verloren, was Gott geredet hat. So, wir haben uns das ewige sein, was ist der Yes und was bewirkt der Yes. So, was ist der wahre Yes und was ist der falsche Yes. Und das drittens ist, dass Lut wir uns von den Sinnen wachdrehen. Dass wir können dort ewige Leben haben. Gerade das hier so in 1. Johannes 4, Vers 13 sagt. Das schrieb ich Kind, dass ihr um Gott seinen Sinn glauben, dass die wollten, dass jeder ewige Leben haben. Du brauchst nicht mal mit so einer großen Angst in den Waldraum gehen und so einer großen Angst leben. Du weißt nicht, wo das handeln mit dir. Ich sage, du von dir grüßt, wo immer du bist, und ich will beten dafür, dass der Heilige Geist kann in dir ankommen. Und du kannst von dir den Heiligen Geist annehmen und dort leben, mit Jesus leben. Dann werden wir noch alle beten, und was immer, wenn du eine Unlegung hast, du wirst dein Leben ändern. Du wirst dort Leben loskommen, wo du nie gelebt hast, in so einer Angst von dem Leben, dann bete ich dafür, dass der Jesus, was von dir und dir ankommt, dass du Frieden kriegen. Weil wenn wir den Jesus nicht haben, dann haben wir auch Frieden. Dort sagt Gott, der Jesus lädt uns dafür, dass wir sollen uns mit Jesus drehen. Wir beten. Uns Vater im Himmel, wir danken dir dafür. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Jesus, für dein Wort, für den Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du uns den Jesus geben lässt, dass wir dort euer Leben haben. Und ich bete, wer immer den Jesus noch nicht hat, ich bete dafür, dass du musst von dir, dass die musst annehmen von dir, dass der Jesus auch in jeder einzelnen Person nennen kann, wer den Jesus noch nicht angenommen hat. Dass der wird von nun an dort leben, nicht für sich selbst leben, dort leben wird für Jesus leben. Ich bete dafür, Herr, dass du wirst in jeder einzelnen Person wird umklappen wird, dass sie so ihr Leben abmerken. Der braucht nicht mal seine Furcht und seine Angst leben, dass wir können für die leben, Jesus. Wir danken dir, dass du das Leben geben lässt. Wir beten dafür, Herr, wir beten auch für die ganze Gemeinde, wo immer Gemeinde ist unser, wo immer sie Botschaften bringen wird. Wir beten jeden Einzelnen, du musst Kraft geben und Weisheit geben, dass sie das Wort reich rückbringen und das Wort predigen wird. Dein Wort sagt, dort euer Leben. Herr, dein Wort das Leben und wir nicht beten und die Namen. Amen.